schon ein paar Jahre her, oder? Vielleicht sogar Jahrzehnte. Du siehst ein Motorrad auf der Straße, hörst diesen Sound und zack, da ist es wieder. Dieses alte Kribbeln. Die Sehnsucht nach Freiheit, danach eins mit der Maschine und der Straße zu sein. Und direkt danach meldet sich diese leise Stimme im Kopf. Kann ich das überhaupt noch? Bin ich noch fit genug? Der Verkehr heute, ist er nicht viel zu krass geworden? Wenn du diese Gedanken kennst, bist du ja goldrichtig. Denn dieses Gefühl, diese Mischung aus Bock haben und die Unsicherheit, kennen Tausende. Die gute Nachricht, der Weg zurück in den Sattel ist nicht nur machbar, er kann eine der besten Entscheidungen deines Lebens werden. Wir gehen das heute gedanklich zusammen an, Schritt für Schritt, damit ein Comeback sicher wird und einfach nur Spaß macht. Lass uns gemeinsam den Zündschlüssel wieder umdrehen. Weißt du noch, wie sich das anfühlt? Der Fahrtwind, das leichte Vibrieren, diese totale Konzentration, die alles andere ausblendet. Dieses Gefühl ist nicht weg, es hat nur geschlafen. Und die Unsicherheit, die du jetzt vielleicht spürst, das ist keine Schwäche, das ist Respekt und Vernunft. Und genau diese Besonnenheit ist deine neue Superkraft für die Rückkehr. Bleib dran, denn am Ende hast du nicht nur einen klaren Plan, sondern auch das Vertrauen, den ersten, wichtigsten Schritt zu machen. Der wichtigste Teil deiner Vorbereitung findet nicht in der Garage statt, sondern zwischen deinen Ohren. Ganz ehrlich, die mentale Hürde ist oft die größte. Du bist nicht mehr derselbe Typ, der damals vom Bike gestiegen ist. Das Leben ist passiert, die Verantwortung ist größer und vielleicht zwickt auch der Rücken mal. Das ist völlig normal. Der erste Schritt ist, das einfach mal zu akzeptieren. Sei ehrlich zu dir. Wie lange war die Pause wirklich? Wie viele Kilometer hast du damals vor mir abgerissen? Warst du eher der Schönwetterfahrer oder bei Wind und Wetter auf der Straße? Diese ehrliche Antwort ist ein Startpunkt. Es geht nicht darum, dich klein zu machen, sondern realistisch zu sein. Die Zeiten von jugendlichem Leichtsinn und zerkratzten Knieschleifern sind vielleicht vorbei. Heute geht es um Genuss, ums Abschalten und ums bewusste Erleben. Die größte Gefahr für die Wiedereinsteiger: sie überschätzen ihre eingerosteten Fähigkeiten. Man erinnert sich, wie gut man mal war, vergisst aber, dass diese Automatismen und die schnellen Reaktionen über die Jahre Pause gemacht haben. Dein Hirn weiß zwar noch grob, wie es geht, aber das Feintunen, Gas, Kupplung, Bremse, Blickführung im dichten Verkehr, das muss neu justiert werden. Die Bedienung der Maschine ist vielleicht noch im Muskelgedächtnis, aber die Konzentration auf alles drumherum und die körperliche Fitness sind es oft nicht mehr. Also nimm den Druck raus. Das ist kein Rennen. Niemand erwartet, dass du da anknüpfst, wo du aufgehört hast. Dein erstes Ziel ist nicht die Alpenüberquerung. Dein Ziel ist, dich auf dem Bock wieder richtig wohlzufühlen. Geduld ist dein neues Mantra. Akzeptiere, dass du dich langsam rantasten musst, vielleicht langsamer, als dein Ego das gerne hätte. Okay, bevor es losgeht, steht eine wichtige Entscheidung an. Wechselst du deine alte Maschine aus dem Dornröschenschlaf oder schaust du dich nach einem neuen, passenderen Bike für deinen Wiedereinstieg um? Beides hat seinen Reiz, aber auch seine Tücken. Wenn dein altes Schätzchen in der Garage wartet, braucht es eine Generalüberholung. Sicherheit geht vor. Reifen altern und werden hart, auch im Stehen. Check nicht nur die Profiltiefe, sondern vor allem das Alter. Die DOT-Nummer an der Seite verrät es dir. Nach etwa 5 bis 6 Jahren sollten neue drauf, egal wie gut das Profil aussieht. Schau dir die Bremsflüssigkeit an. Ist sie dunkel und trüb, dann muss sie sofort gewechselt werden. Bremsflüssigkeit zieht Wasser an, was zum Totalausfall der Bremse führen kann. Prüfe auch die Beläge und die Scheiben. Auch Ölstand und Kühlwasser prüfen oder direkt wechseln. Die Kette muss richtig gespannt und geschmiert sein. Ein kompletter Lichtcheck ist Pflicht. Blinker, Bremslicht, Abblend- und Fernlicht. Auch die Batterie braucht Aufmerksamkeit. Vielleicht ist dein altes Motorrad auch einfach nicht mehr das Richtige für dich. Zu schwer, zu stark, zu unbequem. Ein Neukauf kann die bessere und sichere Entscheidung sein. Einsteigerfreundliche Modelle gibt es viele, oft günstiger als man denkt. Achte auf folgende Punkte. Beherrschbare Leistung. Du brauchst aus meiner Sicht keine 150 PS. Ein Motorrad im mittleren Leistungssegment schult besser und überfordert dich nicht. Dann Sitzposition, Gewicht. Eine aufrechte, entspannte Sitzposition und eine niedrige Sitzhöhe geben dir Sicherheit, besonders im Stand und bei langsamer Fahrt.
Ein niedriges Gewicht macht das Handling viel einfacher. Ein Motorrad mit ABS ist gerade für Wiedereinsteiger Gold wert. Es verhindert das Blockieren der Räder bei einer Schreckbremsung. Gebrauchte Motorräder sind oft günstiger und für den Anfang eine gute Wahl. Nimm zur Besichtigung am besten jemanden mit, der sich auskennt, und mach unbedingt eine Probefahrt. Und vergiss deine Ausrüstung nicht. Passt dir 20 Jahre alte Lederkombi noch? Moderne Schutzkleidung mit Protektoren ist ein Sicherheitsplus, auf das du nicht verzichten solltest. Ein Helm sollte nach etwa 5 bis 7 Jahren getauscht werden. So, der Kopf ist sortiert, die Maschine ist startklar. Jetzt geht's los. Aber nicht auf die Landstraße. Dein erster Ausflug führt dich auf einen leeren Parkplatz, idealerweise an einem Sonntagmorgen. Hier kannst du in aller Ruhe und ohne jeden Druck wieder eins mit dem Bike werden. Fang mit den Basics an. Anfahren, anhalten. Wieder und wieder. Krieg ein Gefühl für den Schleifpunkt der Kupplung und wie die Bremsen zupacken. Fahr langsame Kreise, enge Achten, über das Wenden auf kleinem Raum. Es geht hier nicht um Schräglage, sondern um Balance und Geschicklichkeit im Schritttempo. Du wirst merken, wie sehr du dich an das Gewicht und das Handling erst wieder gewöhnen musst. Wenn der Parkplatz ein Freund geworden ist, ist es Zeit für die erste kleine Runde. Such dir eine Strecke aus, die du kennst und auf der wenig los ist. Fahr allein ohne Zeitdruck. Dein Ziel ist nicht, irgendwo anzukommen. Die Fahrt selbst ist das Ziel. Konzentriere dich auf saubere Bedienung, flüssig schalten, sanft bremsen und vor allem die richtige Blickführung. Dein Motorrad fährt immer dahin, wo du hinschaust. Trainiere bewusst, den Blick weit vorauszurichten, durch die Kurve hindurch, dorthin, wo du hin willst. Ein typischer Fehler ist, zu schnell in die Kurven zu gehen, weil man den Speed und den Radius falsch einschätzt. Taste dich langsam ran, bremse vor der Kurve, schau durch die Kurve und gib erst am Scheitelpunkt wieder leicht Gas, um das Fahrwerk zu stabilisieren. Sei sanft bei allem, was du tust. Harte Brems- oder Lenkmanöver bringen dich nur unnötig aus der Ruhe. Moderne Motorräder, besonders wenn du dir ein neueres Modell zulegst, haben oft Helferlein wie ABS und Traktionskontrolle an Bord. Das ist ein riesiger Sicherheitsgewinn, gerade für uns Wiedereinsteiger. Das ABS verhindert, dass die Räder bei einer Vollbremsung blockieren. So bleibst du selbst in der Schrecksekunde noch lenkfähig. Die Traktionskontrolle passt auf, dass das Hinterrad beim Gasgeben nicht den Grip verliert, zum Beispiel auf nasser Straße. Diese Systeme sind genial, aber es ist super wichtig, sie richtig einzuordnen. Sie sind deine Notfallassistenten, kein Upgrade für dein Fahrkönnen. Sie verschieben die Physik nicht, sie helfen dir nur, wenn du schon drüber bist. Wenn du bei deinen Fahrten ständig merkst, wie das ABS oder die Traktionskontrolle regelt, fährst du zu nah am Limit. Deine Fahrweise sollte immer so vorausschauend und angepasst sein, dass die Systeme arbeitslos bleiben. Verlass dich also nie blind auf die Elektronik, sondern sieh sie als das, was sie ist. Ein zusätzliches Sicherheitsnetz für den absoluten Notfall. Die beste Lebensversicherung war, ist und bleibt dein Kopf und deine defensive Fahrweise. Und jetzt würde mich deine Geschichte interessieren. Wie lange war deine Pause und was treibt dich an, wieder aufsteigen zu wollen? Schreib es doch mal unten in die Kommentare. Der Austausch mit anderen, die in der gleichen Situation sind oder waren, ist unglaublich wertvoll und motiviert ungemein. Und wenn dir das Video bis hierhin geholfen hat, dann gib doch einen Daumen nach oben, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du keine Tipps und Touren. Wenn du dich auf deinen Hausstrecken wieder gut fühlst, kommt der nächste Schritt. Die Rückkehr in den dichteren Verkehr. Und du brauchst eine neue Superkraft, eine ultradefensive Fahrweise. Geh immer, und ich meine wirklich immer, davon aus, dass du übersehen wirst. Autofahrer suchen nach Autos, nicht nach der schmalen Silhouette eines Motorrads. Rechne an jeder Kreuzung, in jeder Einmündung damit, dass dir jemand die Vorfahrt schneidet. Plane immer so viel Sicherheitsabstand ein, dass du nicht nur bremsen, sondern auch ausweichen kannst. Du brauchst immer einen Fluchtweg. Pass besonders bei den Klassikern auf. Linksabbieger, die deinen Weg kreuzen, Autos, die aus Parklücken ausscheren oder plötzliche Spurwechsel ohne Blinker. Deine Blickführung ist alles. Scanne permanent die Umgebung. Schau nicht nur auf das Auto vor dir, sondern 2, 3 Autos weiter. Was machen die Fahrer? Schauen sie in den Spiegel? Sind die Räder schon eingeschlagen? Vorausschauen ist dein bester Freund. Lass dich nicht hetzen. Wenn hinter dir einer drängelt, lass ihn bei der nächsten sicheren Gelegenheit vorbei. Ein übertriebenes Ego hat auf dem Motorrad nichts verloren. Fahre dein Tempo, bei dem du dich wohlfühlst. Und eine der besten Investitionen in deine Sicherheit, ein professionelles Fahrsicherheitstraining. Egal wie gut du früher warst, so ein Kurs ist Gold wert. Da frischst du unter Anleitung und in sicherer Umgebung alles auf, lernst dein neues Motorrad und seine Grenzen kennen
und übst genau die brenzligen Situationen, die draußen zu Unfällen führen. Die Kosten dafür sind lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was ein einziger Sturz kostet. So, die Rückkehr aufs Motorrad ist eine Reise, kein einzelnes Event. Es ist eine Reise, die mit Respekt und Geduld beginnt. Sie führt über die sorgfältige Vorbereitung deiner Maschine, über die ersten wackeligen Meter auf einem Parkplatz bis hin zur souveränen und entspannten Fahrt auf deiner Traumstrecke. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Jeder Schritt bringt ein Stück des alten Gefühls zurück. Die Unsicherheit weicht mit jedem Kilometer der neuen Routine und dem Vertrauen in dich und dein Bike. Überspringe keine Schritte. Sei nachsichtig mit dir selbst und vergiss nie, warum du das Ganze machst. Für dieses unschlagbare Gefühl von Freiheit, für den Wind im Gesicht und für die pure Freude, die Welt auf zwei Rädern neu zu entdecken. Dein Comeback gehört dir allein. Mach es sicher, mach es mit Spaß. Wir sehen uns auf der Straße. Fahr vorsichtig und hab eine gute Zeit. Ciao.